So, da sind wir. Moin, ihr Landratten. Herzlich willkommen bei Hamburg Hafen Live. Sorry für die paar Minuten Verspätung, aber es ist halt ein echter Teststream heute. Ich teste ein paar verschiedene Dinge. Unter anderem einmal ein Minimal-Setup, das ich mit aufs Schiff nehmen will. Morgen geht es ja auf die AIDA Prima. Das Ganze dann mit einer Kamera, alles stark reduziert, so dass ich auch auf das Schiff nicht so wahnsinnig viel Equipment mitschleppen muss. Vor allem habe ich keinen Bock, da irgendwie großartig eine Powerstation mitzunehmen. Außerdem testen wir noch ein bisschen was am System. Da geht es um Farbräume, Farben. Da wollte Eddie, unser Technik-Spezi, noch das ein oder andere gerne testen. Das habe ich ihm schon so lange versprochen und schiebe ich die ganze Zeit vor mir her. Und das machen wir jetzt heute. Deshalb könnte es auch sein, dass es zwischendurch ein paar Aussetzer geben wird. Außerdem stehe ich heute am Bubendeiufer, allerdings oben. Und ja, das wollte ich immer mal machen. Also ich stand hier schon zweimal, aber ich wollte hier mich immer mal wieder hinstellen, einfach mal zu gucken, wie das hier so ist. Ich persönlich glaube, dass das nicht ganz so dolle ist von hier oben, weil man natürlich immer die Brücke hier vor der Nase hat. Aber dafür ist ein Teststream ja da. Ja, ihr könnt ja mal sagen, ob Bild und Ton okay sind. Und ich warne euch schon mal vor, es kann zwischendurch ein paar Aussetzer geben. Und zwar jetzt gleich wird es einen geben. Ich muss jetzt einmal das System stoppen und hier mal einen Port ändern. Also bitte bleiben Sie ungeduldig. Wir sind in wenigen Stunden wieder da. So, jetzt sind wir auch wieder da. Das ging relativ schnell. Ja, ihr seht, auch die Europa 2 liegt da hinten, glaube ich, noch, wenn ich das richtig erkenne. Ich weiß gar nicht, wann die rausgehen soll. 20 Uhr, 21 Uhr, irgendwas so in der Art. Sollte die, glaube ich, rausgehen. Ich werde hier nebenbei ein bisschen mit unserem Technik-Junkie Eddie chatten. Also, wenn ich etwas abwesend bin, dann entschuldigt das bitte. So. Ja, ansonsten ist ja auch gerade nicht viel los. Irgendjemand hat eben geschrieben, Halunderjet ist noch im Anflug. Und ja, wir haben ja heute Abend auch noch diesen krassen Mond. Es soll ja Erdbeermond geben. War jetzt überall in den Medien auch drin. Ich bin noch schwer am Überlegen, ob ich mir das nachher mal angucke mit dem Erdbeermond. Ich muss ja morgen erst um 13 Uhr auf dem Schiff sein, also kann ich ja auspennen, ne? Da kann ich ja auspennen. So. Stefan fragt, ob ich Geburtstagshörner auf der Kreuzfahrt abspiele. Ich sag mal jein. Jein. Technisch ist das möglich. Es ist noch ein bisschen Tüdelei, weil ich natürlich nicht so viele Monitore dabei habe und das Gerät, womit ich dann das fernsteuern kann und die Hörner abspielen. Also ja, das könnte funktionieren, muss es aber nicht. Von daher ja. Brigitte fragt, ob ich schon einen Koffer gepackt habe. Naja, ich habe zumindest schon mal einen Koffer aus dem Keller geholt. Also so weit bin ich auf jeden Fall schon mal. Das Wichtigste ist natürlich das Equipment, dass das passt. Und ich habe jetzt also wirklich hier ein relativ kleines Setup. Das ist eigentlich sehr, sehr schnuckelig. Ich habe dann noch ein Objektiv zum Wechseln mit.
Also ich könnte mir vorstellen, dass das ganz gut funktioniert. Callao Express und die Hermitage kommen noch. Okay. Oh, da hinten ist aber auch ganz schön hell. Da ist echt hell. Leute, das ist ein Teststream, aber trotzdem ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung. Der Tastensucher ist mit dem Sub neu dabei, der Radioman, auch sein Prime-Sub verlängert, genauso wie Grisu, auch das Sub verlängert. Thomas, 9 Monate auf dem Fischmarkt, Seren haut schon wieder ordentlich raus. 100 Bits und 5er-Pack Subs, Dankeschön. Odifixi, 4 Monate Prime-Sub. Stefan Voltmar, 10 Monate, ja, die Frage habe ich, glaube ich, eben schon beantwortet. Julzorek, auch 3 Monate dabei. Und Helga, 20 € Superchat, Taschengeld für die große Reise. Vielen, vielen Dank, liebe Helga. Der Feuerteufel ist seit 20 Monate dabei. Und seit ab 30.08. eine Woche Hamburg. Und der Ribbelbobo schickt auch einen guten Abend in die Runde. 9 Monate. Danke, 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 ihr Lieben. Oh, Eddie sagt, ich soll die Kamera lassen. Er will die in der Sonne haben. Okay. Dann kriegt er die. Dann kriegt er die. So, es wird jetzt gleich mal dunkel, kurz, beziehungsweise das Bild verschwindet, weil Eddie den Farbraum mal ändert. Also nicht ungeduldig werden. Doch, bleiben Sie ungeduldig, wenn das Bild verschwindet. So, da sind wir wieder. Jetzt warte ich auf Feedback von unserem geschätzten Eddie. Ja, morgen geht's los mit AIDA Prima nach Norwegen. Also ich bin ehrlich gesagt so langsam tatsächlich ein klein bisschen aufgeregt, aber in erster Linie, weil ich halt überlege, ob das alles, was ich eingepackt habe, passt. Ob ich nichts vergessen habe, weil das, was ich so an Technik brauche, das kriege ich wahrscheinlich nicht mal eben an Bord, falls da was fehlt. Marc hat einen Fleck entdeckt. Ja, ist wahrscheinlich ein Sensorfleck, das kann gut sein. Das ist sehr gut möglich. Ich muss die Kamera mal wieder sauber machen. So, Bild geht nochmal weg. Jens. Ja, das kann sein, dass das Bild noch ein paar Mal verschwindet, weil wir jedes Mal, beziehungsweise der gute Eddie, immer wenn er was ändert am System, muss er es einmal stoppen und neu starten, dann ist das Bild halt einmal kurz weg. AB, ja klar, streame ich morgen das Auslaufen ab. Also Plan ist 17 Uhr, ich weiß nicht, ob es dabei bleibt.
Und ihr könnt mal alle ein bisschen die Daumen drücken. Vielleicht begegnen wir der MSC Germany beim Auslaufen. Die ist nämlich schon auf dem Weg nach Hamburg, komplett voll mit gelben Containern. Macker vom Acker fragt, ob die Hafenaufsicht sowas wie das Ordnungsamt zu Wasser ist. Ja, in der Tat ist sie das. Also die HPA ist ja hier die Hafenbehörde quasi und Hafenaufsicht. Ich sage immer, das ist der Bürgermeister vom Hafen. So ungefähr muss man sich das so ein bisschen vorstellen. Alida ist seit 11 Monaten dabei. Herzlichen Dank, liebe Alida. Und sie fragt, magst du erzählen, was für ein Objektiv ich benutze? Also jetzt aktuell habe ich hier ein 70 bis 200 mm Objektiv drauf. Und ich werde also auf die Reise nehme ich dieses 70-200 mit und ein 24 bis 105. Das ganz dicke, das 60 bis 600, das nehme ich nicht mit. Jens Peter verschenkt 5 Mitgliedschaften. Jens Peter, Dankeschön. Andreas schreibt, Teststream wird wohl noch spektakulär heute. Ja, das kann ich euch nicht versprechen mit dem spektakulär. Wie gesagt, ich bin so ein bisschen am Überlegen. Es soll ja nachher diesen Erdbeermond geben. Der geht so 23 Uhr, 23:30 Uhr auf. Und ich bin so ein bisschen am Überlegen, ob ich nachher noch mal rüberfahre, wenn die Europa da weg ist. Die liegt ja da hinten noch am Cruise Gate. Wenn die weg ist, dann könnte ich mich eventuell da hinten auf das Dach vom Cruise Gate stellen. Und dann müsste ich eigentlich den aufgehenden Mond im Vorhafen sehen, beziehungsweise am Tollerort. Ja, bin ich noch am Überlegen, aber könnte eigentlich ganz cool sein. Ich weiß nicht, ob da jemand von euch für zu haben ist für so eine Aktion. Ich glaube ja. Danny Becker ist da, die Bande aus Wasserburg. 2 €, Dankeschön. Holger, herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal, ein neues Fischmarkt-Mitglied. Simone wünscht eine gute Reise, 13 Monate. Und Ares schickt Startkapital für Surströmming. Ja, da habe ich ja jetzt gelernt, der ist gar nicht aus Norwegen, der kommt aus Schweden. Aber kann natürlich sein, dass man den in Norwegen trotzdem bekommt. Werde ich aber mal drauf achten. Danke für die Streams und na, wo ist es denn? Oh, jetzt verrutscht das hier schon wieder. Geht noch mal weg, das Bild. So, da sind wir wieder. Ja, es ist ein richtiger Teststream heute, also so richtig mit Ausfällen und kein Bild und so weiter, so wie sich das gehört. Aber dafür ist ein Teststream ja da. Also, ich war beim Tommy stehen geblieben, der ist 20 Monate dabei und wünscht auch eine gute Reise. Neffe Krümel,
sagt, die Skala liegt am CTT. Nicht verwechseln morgen. Ja, nicht falsch aufsteigen. Danke dir für 16 Monate. Lieber Paddy, wir wünschen dir eine traumhafte Reise und freuen uns schon jetzt auf jeden einzelnen sensationellen Stream. Sagt die Berlinerin, 15 Monate. Danke. DJ Sven Kinder ist auch schon gespannt auf die Reise. Ich danke dir für 7 Monate. André Holthöver, 5 Euro Superchat. Ich bin letzte Woche noch in Norwegen gewesen. Du brauchst wetterfeste Kleidung. Ja, das haben mir leider schon einige gesagt. Ich werde auf jeden Fall auch was Dickes einpacken. Und er sagt, Grüße von dem Winker mit der gelben Rettungsweste. Ja, vielleicht sollte ich auch eine gelbe Rettungsweste anziehen, damit man mich dann auf dem Schiff erkennt. Schöne Reise wünscht auch die Trockenpfütze. 5 Monate. Juliana wünscht auch eine tolle Reise. Ich danke dir, Juliana. Hessen Metro, 16 Monate, immer klasse Streams. Und Familie Hotz Dominik schickt 10 Euro rüber. Er sagt, morgen Grüße an Familie Hesselbring, die morgen mit mir zwischen 13 und 14 Uhr einchecken. Ah, okay. Okay, ja, ich bin mal gespannt, wen ich da alles so treffe, wer Hamburg Hafen Live kennt. Dirk ist seit 5 Monaten dabei. Schickt auch liebe Grüße, sagt Moin zusammen. Emma Feel Free sagt, gute Reise, du weißt doch, alle möchten deinen Erdbeermond. Ja, also vielleicht mache ich das. Also das Wetter ist gut. Oder hinten kommt endlich mal ein Schiff. Wobei, der verholt auch nur. Also ich weiß jetzt schon, dass ich diese Position hier nicht mag. Das ist unten am Anleger irgendwie besser. Das ist da deutlich besser. Hessen Metro, danke für die verschenkte Mitgliedschaft. Und Tony Roberts, welcome my friend. Greetings to Washougal. Thanks for the best wishes and for 10 bucks. Dann haben wir noch den Tom, der ist seit 2 Monaten dabei, schickt auch gute Reisewünsche. Und Sebastian möchte, dass ich auf der AIDA einmal die Treppenstufen zähle. Gucken wir mal. Außerdem haben wir noch den Stefan Wohlweder, der seit 19 Monaten dabei ist. Er sagt, Moin zusammen vom Bodensee. Anfang September 2 Wochen Hamburg. Ich freue mich auf euch und wünscht auch eine gute Reise. So, ihr Lieben, das Bild geht jetzt nochmal weg für einige Sekunden. Ihr wisst ja, bitte bleiben Sie schön ungeduldig. Na, war das Bild schon weg? Nee, ich glaube, es ist noch da, oder? Ja, sie findet auch, es wird Zeit für einen Vollmond-Stream. Ja, der geht so 23:30 auf. Aber dafür müsste erstmal die Europa weg da hinten. So, jetzt quatsche ich erstmal nicht mehr, weil sonst geht gleich das Bild weg mittendrin, wenn ich am Sabbeln bin.
So, da sind wir wieder. Jutta schreibt, gefühlt fährt der ganze Chat mit auf die Reise. Ja, ich freue mich total. Echt, also die Resonanz, die ist natürlich sensationell, um es nochmal zu sagen. Also das ist echt, also ich freue mich so wahnsinnig, dass ihr da auch mitfiebert, dass ihr da Bock drauf habt. Und ich habe schon so viel Glückwünsche bekommen, gute Reisewünsche, Tipps für die Reise. Aber ich lasse das alles einfach mal auf mich zukommen. Ich habe nichts großartig geplant. Wichtig ist, dass Technik dabei ist. Wichtig ist, dass ich ein paar Streams machen kann. Aber ansonsten, ich habe jetzt auch nicht im Voraus irgendwelche Ausflüge gebucht oder so. Wie gesagt, alles kann, nichts muss. Und ich habe ja glücklicherweise auch einen kleinen Profi dabei mit dem Fabian. Captain Plauzes Frau, 8 Monate dabei. Janni Hahn ist auch da, 2 Euro Superchat, danke Janni. Rapsgirl ist auf Twitch und verlängert mal wieder das Sub, 8 Monate. Frankie ist auch mal wieder da mit Grüßen aus Iserlohn. Er sagt, Test funktioniert, gute Reise. Ja, danke, danke. Danke, danke, ihr Lieben. Ach, das wird schön, ich freue mich schon richtig. Max sagt auch, wichtig ist, dass ich die Reise genieße. Ja, genau. Also ich habe natürlich geplant, schon einige Streams zu machen. Ach, guck mal, da kommt der Halunderjet, glaube ich. Natürlich schon einige Streams geplant. Ich sage ja auch immer so ein bisschen scherzhaft, das ist ja eigentlich alles eine Geschäftsreise, ne? Harte Arbeit. Aber man kann natürlich auch nicht jeden Tag 12 Stunden streamen. Von daher wird es da mit Sicherheit auch jede Menge Momente geben, wo ich einfach dann mal ein bisschen die Seele baumeln lassen kann, mir das Schiff angucke. Also ich habe auf jeden Fall richtig Bock. So, da kommt der Halunderjet, wenigstens etwas Programm hier heute. Flacher Mars, danke für 17 Monate und Mike ist da. Grüße an Hansi und an Thea, danke euch für die 2,49. Jutta, ach, hatte ich eben schon vorgelesen, aber danke für 10 Monate. Nilsi ist auch da mit 5 Euro Superchat. Er sagt, der Test läuft gut. Ja, also das Wichtigste ist hier bei dem Test, für alle, die später dazugekommen sind, ich teste so ein bisschen hier ein wirklich ganz kleines Setup mit einer Kamera, einem Objektiv, auch sehr abgespeckt, ohne Kontrollmonitor, ohne Bildmischer und so weiter. Denn ich muss das Ganze ja auch auf dem Schiff dann transportieren können. Ich will ja nach Möglichkeit auch irgendwie mal oben an Deck und gucken, ob ich nicht nur mit dem Handy streamen kann, vielleicht auch mal mit der großen Kamera, wenn wir mal ein paar tolle Momente haben. So zumindest der Plan. Und ich habe natürlich keine Lust, da dann irgendwie eine große Powerstation mitzunehmen und will auch nicht mit dem Bollerwagen übers Schiff fahren. Das, ja, dann schmeißen die mich im ersten Hafen gleich raus. Wenn der Bekloppte mit seinem Bollerwagen kommt. Ich habe sowieso so ein bisschen Angst, dass ich da etwas zu viel Aufmerksamkeit generiere. Seren haut schon wieder 5er raus. Seren, danke, danke, danke. So, und Eddie möchte gerne nochmal ausmachen. Can you hear me? Ah, er sagt, ich kann jetzt erstmal laufen lassen. Okay. Also Eddie ist mit seinen Tests durch. Das heißt, jetzt sollte erstmal keine großartige Unterbrechung mehr kommen. Dann kann ich noch ein bisschen hier das Setup ganz in Ruhe testen und auf den Chat achten. Und dann sollten die Unterbrechungen jetzt erstmal durch sein. Das ist doch auch doof mit dem Fokus hier mit der Brücke. Braucht doch kein Mensch hier diesen Standort.
Ja, Björn, natürlich. Also hier in Hamburg hat das natürlich jeder mitbekommen, dass der liebe Carlo von Tiedemann gestorben ist. Sehr, 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 sehr traurig. Habe ich echt gemocht, den alten Silberrücken. Also wirklich so ein Urgestein des Rundfunks und Fernsehens. Gab auch ein paar sehr, sehr tolle Worte von einigen prominenten Hamburgern. Ich glaube, die Europa geht um 21 Uhr raus. Kann das sein? Also ich würde sagen, auf die Europa könnte man eventuell noch warten und dann müsste es zeitlich eigentlich klappen, wenn ich dann um 23 Uhr drüben sein will, da wieder aufbauen und dann den Erdbeermond. Können wir jetzt noch so bis 21 Uhr, 21 Uhr ja, 15 können wir hier noch ein bisschen testen. Also wenn die Europa 2 da pünktlich rausgeht. Aber ich brauche auch ein bisschen Zeit. Die Autobahn war eben auch ganz schön voll. Also etwas Zeit brauche ich. Rotfuchs, willkommen an Bord. Danke für deinen Prime-Sub. Und Rudi, schon über 2 Jahre, 25 Monate dabei. Wünscht auch eine gute Reise. QMS GT verlängert das Prime-Sub. Dankeschön. Und das räudige Wiesel wünscht gute Reise und eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Danke für deinen Prime-Sub. Hansi nochmal mit 2,49. Und dann haben wir Ralf Hallbauer neu an Bord. Genauso wie D. Kest. Beide jetzt mit auf dem Fischmarkt. Und Seren, danke für 100 Bits. Ganz, ganz lieben Dank. Janik hat einen Schlepper entdeckt. Ja, die Sicht ist hier oben nicht ganz so dolle. Die Trockenpfütze fragt, ob die Prima morgen Schlepperunterstützung bekommt. Ich glaube nicht. Das Wetter soll morgen richtig gut werden. Also ich glaube nicht, dass wir morgen Schlepperunterstützung bekommen. Ralf fragt, wo es hingeht. Vielleicht kann mal einer von den lieben Mods unseren neuen Chatbefehl ausprobieren, weil diese Frage natürlich oft kommt. Habe ich mal so einen Chatbefehl mit der Route gemacht. Vielleicht kann das mal einer von euch ausprobieren, ob der funktioniert. Ausrufezeichen Route. Sollte übrigens jeder machen können. Nicht nur die Mods. Ah, da ist er, da ist er. Und da seht ihr einmal die Route, die ich fahre. Merken kann ich mir die Orte sowieso nicht. So, was haben wir denn da hinten noch? Da kommt noch irgendwas kleines Fiedermäßiges. Aber sonst, ja übrigens dieser Befehl Route, der hat dann auch immer 10 Minuten Abklingenzeit. Es ist schön, dass ihr das jetzt alle probiert, aber wenn der einmal ausgeführt wurde, dann dauert es 10 Minuten, bis man ihn wieder aufrufen kann. Sonst wird das, glaube ich, im Chat zu viel Spam geben. Also den kann jeder aufrufen, aber wie gesagt, immer nur alle 10 Minuten. Thema Drohne habe ich mich übrigens auch noch mal mit beschäftigt. Also ich hatte auch noch mal von jemandem, der zur AIDA-Crew gehört, eine Nachricht bekommen. Der sagt, das ist immer abhängig so ein bisschen von dem Sicherheitsoffizier, ob die Drohne beim Landgang ausgegeben wird. Eigentlich hat AIDA die Policy, keine Drohnen an Bord. Und er sagt, es kann gut gehen, muss es aber nicht. Ich habe mich jetzt aber entschieden, die Drohne nicht mitzunehmen, ganz einfach aus dem Grund, weil die ja auch nicht gerade klein ist. Das ist also auch eine Tasche und mit den Akkus, die Mavic 4, die wiegt ein bisschen was. Und ich habe gesagt, nee, komm. Ich will das auch ein bisschen genießen. Ich will jetzt auch nicht so ein Wahnsinnsgepäck dabei haben, wenn wir mal an Land gehen. Und deshalb habe ich gesagt, komm, Drohne bleibt zu Hause. Fertig, Ende, aus. AC/DC, doch, es kam die Route nur im Chat. Also die Route wurde nicht als Animation abgespielt. Die Animation, die kann ich hier nur auslösen. Das kann ich aber auch noch mal machen. Gucken, ob das funktioniert.
mit meiner Reiseroute von der AIDA Prima. Es wäre ja doof, wenn ihr quasi diese Animation auslösen könntet. Denn ja, dann wird die halt ständig ausgelöst, wenn gerade irgendwas anderes Spannendes passiert. Der Befehl Route, der listet dann quasi nur die Stationen im Chat einmal auf. Genau, Mike, Drohne hat Urlaub. Ganz genau. Ihr sagt alle schönen Urlaub, schönen Urlaub. Leute, ihr wisst doch, das ist doch eine Geschäftsreise. Das ist doch Arbeit. Ich muss das doch absetzen können. Also sagt doch nicht immer Urlaub. Ich muss das doch alles vor dem Finanzamt irgendwie rechtfertigen. Nein, nein, Hops, ich mache keinen Urlaub. Ich mache keinen Urlaub. Genau, Betriebsausflug. Betriebsausflug. Das ist gut. Hey, Paul ist auch da. Paul, mein Lieber, wünscht mir auch eine gute Reise. 19 Monate. Christian F. schickt auch nochmal 5 Euro. Danke, ihr Lieben. Und MacB3NZ3R, wie auch immer man dich ausspricht, danke für 6 Monate Prime Sub. Grüße aus Bulgarien, kommen vom Grauen Kater. 2 Euro, herzlichen Dank. Und Ralf ist seit 7 Monaten dabei und wünscht eine schöne Zeit in Norwegen und gute Fahrt von Christiane und Rolf. Ja, ja, Andreas, Geschäftsreise, das ist eine Geschäftsreise. Also ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, ja, jetzt mal hier, wie sagt man so schön, Real Talk. Es ist doch so, wenn ich streame und Geld verdiene mit den Streams, ist doch so. Ja, ich nehme Spenden ein, ich nehme Werbeeinnahmen ein, dann kann ich doch die Reise voll absetzen, oder? Wer kennt sich damit aus? Also für mein Verständnis habe ich volle Berechtigung, das komplett abzusetzen. Und wenn ich wirklich jeden Tag einen kleinen Stream mache, sollte das doch eigentlich problemlos funktionieren. Aber Stefan muss morgen arbeiten, kann leider nicht zum Willkommen. Ja, es ist natürlich von der Zeit her ein bisschen doof in der Woche auf dem Donnerstag. Da können einige nicht. Schade, schade, aber es ist leider so. Kai sagte auch, kann ich absetzen als Geschäftsreise. Ja, ich meine mal ganz ehrlich, diese ganzen Schiffstester und hier der Fabian, der ist ja auch, der war jetzt glaube ich in den letzten Wochen ständig unterwegs auf irgendwelchen Schiffen. Für den ist das ja auch sein Geschäft, ne? Für sein Reisebüro, also mal ganz ehrlich. Katrin fragt, ob ich an den Seetagen theoretisch streamen kann. Katrin, das kann ich noch nicht sagen. Also es gibt ja an Bord Starlink und ich werde das auf jeden Fall ausprobieren, das Starlink. Ob das Starlink ausreicht, dass ich damit alleine streame, ohne Unterstützung von Mobilfunk, das weiß ich halt nicht. Ne? Das muss ich einfach mal testen. Aber ja, ausprobieren, ne? Einfach mal ausprobieren. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das ausreicht. Udo fragt, ob der Stream nur auf YouTube ist. Nee, eigentlich müsste der doch auch auf Twitch laufen, oder? Hallo, ist jemand da bei Twitch? Ja, ne? Läuft doch auch bei Twitch. Ich habe ja hier auch Starlink manchmal im Einsatz, aber Starlink alleine reicht halt nicht aus. Da gibt es halt immer wieder Unterbrechungen, kleinere. Oder man müsste halt mit einer ganz, ganz geringen Qualität streamen. Ja, hier, Twitch meldet sich, läuft.
Super, danke, danke. Ja, wir werden es einfach testen. Ja, der Steuerberater kommt mit. Lustigerweise, mein Steuerberater ist auch so ein Kreuzfahrt-Junkie. Der macht aber mal diese Edelreisen. Hanseatic Inspiration und solche Sachen. Da schickt er immer Fotos. Wahrscheinlich verdient er einfach zu gut. Ja, Captain 9730, für morgen ist natürlich ein Stream geplant, natürlich. Ich habe den auch schon erstellt, also den gibt es schon. Also zumindest auf YouTube. Auf Twitch kann man ja einen Stream nicht im Voraus erstellen, das ist immer das Doofe. Deshalb gibt es auf Twitch in dem Sinne keine Ankündigung. Oh, das Licht ist aber ganz ordentlich, oder? Kann man mitarbeiten. Ben, schön, dass du da warst. Hau dich hin, mein Lieber. Ich werde das wahrscheinlich nachher mit dem Mond übernehmen. Eckart, das geht leider nicht im Chat ein Foto einfügen. Ich weiß auch nicht, ob ich das gut finden soll oder schlecht. Ich fände es eigentlich ganz nett, wenn man im Chat ein Foto einfügen könnte. Ich habe nur Angst, wenn das geht, dass dann der Chat komplett damit überflutet wäre. Aber die Frage stellt sich nicht, es funktioniert nicht, weder auf Twitch noch auf YouTube Fotos einzufügen. Oh, der Chat, der rattert schon wieder, der rattert. Aber ansonsten funktioniert das mit dem Setup ganz gut, oder? Eine Kamera reicht ja auch in den meisten Fällen. Ich weiß noch nicht, mit welcher Bitrate ich unterwegs senden kann. Es ist ja so, du hast ja mittlerweile, hat ja jeder Roaming, das heißt in Europa, wenn du eine Flatrate hast, kannst du ja, oder auch kannst generell dein Datenvolumen in ganz Europa kostenlos nutzen. Allerdings ist es so, auch wenn man eine Flatrate hat, dann gilt die im Ausland nur bedingt. Es gibt dann immer diese sogenannte Fair-Use-Regel. Und wenn man ins Kleingedruckte guckt, dann findet man da meistens den Hinweis, dass das Ganze doch begrenzt ist. Und ich glaube, bei dem einen Vertrag, den ich habe, sind das irgendwie 120 Gigabyte. Ich glaube, dann habe ich noch einen mit 300 Gigabyte und noch einen mit 90 oder so. Naja, mal gucken, wie wir damit hinkommen. Und dann habe ich noch einen, der auch noch mal so 100 oder 120 Gigabyte hat. Ich hoffe, das reicht aus. Thomas fragt, ob die Getränke im Preis mit inbegriffen sind auf dem Schiff. Also du musst dir irgendwie ein Getränkepaket buchen. Bei mir ist jetzt in der Buchung, die ich habe, eine Getränke-Flatrate mit enthalten. Das hat der Fabian so gemacht. Weil ich hatte nämlich geguckt, ob ich Getränke brauche und dann habe ich aber auf der Seite, kam der Hinweis, Sie haben schon ein Getränkepaket gebucht. Der Porsche-Fan wünscht eine gute Reise und will dann aus Cuxhaven winken. Ja, mal gucken, wie weit ich streame morgen beim Auslaufen. Also auf jeden Fall ein ganzes Stück. Aber die ganze Elbpassage glaube ich noch nicht. Das glaube ich noch nicht. Kann das sein, dass da gleich irgendwas aus dem Waltershofer Hafen kommt? Die Polizei steht da nämlich so absperrmäßig bereit. Kann das sein, dass da noch eine MSC rausgeht?
ist doch die Polizei hinter der Brücke. Ralf meint, Getränkepakete sind nur was für Vieltrinker. Ja, ich werde hinterher berichten, wie das ist. Bambulen, danke für dein Prime-Sub, willkommen an Bord. Und der Lucifer schreibt auch, von mir aus genehmigt. Ich glaube, das hat sich auf das Bild bezogen. Danke für 4 Monate. Der Kölner Kai lässt 10 Euro Superchat da für die Arbeitskasse auf AIDA. Herzlichen Dank. Basti 0815, nee 0080105, 11 Monate. Und Seestern verschenkt einen 5er-Pack Subs auf Twitch. Herzlichen Dank, Andreas, mein Lieber. Herzlichen Dank. Ja, die MSC Sixin ist das, die da noch rauskommt. 400 Meter Ding. Das kann sein, dass die Polizei darauf wartet. Und hier ist noch die Frage, ob die Bombe entschärft wurde. Ja, vorhin kam eine Meldung über Katwan, dass sie so eine 250 Gramm Bombe in Wilhelmsburg gefunden haben. Und ich glaube, die ist aber mittlerweile schon entschärft worden. Kapi Schmidt, 15 Monate von der Dachterrasse auf dem Gin-Hotel. Oh, da hast du aber heute eine dolle Aussicht. Guck, jetzt ist die Polizei und ich bin nicht unten am Anleger, Mensch. Tony, the ferries are running today. We already had, I think, 2 or 3 ferries and one is coming there. But the ferries are not that annoying at this position. I think when I'm down on the pier, we recognize them more than from this position. Oh God, my English. Tony, I need some English lessons. You must come to Germany and I need a little bit practice. So, Polizei macht sich vom Acker, die hat gesehen, da unten steht keiner. Drohne heute auch nicht in der Luft, also bin ich uninteressant. Ralf, danke, 2,49 für die Portokasse. Herzlichen Dank. Mädel, wann komme ich wieder? Ich glaube am 22. Ja, 10 Tage, 22. müsste Rückkehr sein. Genau, Garfield. Ich versuche es einfach mit astreinem Denglisch. Here we see a Fähre in the build. Oh, nein, oh Gott. English for runaways. Ja, my English is not the yellow from the egg. Habe ich 250 Gramm gesagt bei der Bombe? Ja, eine 250 Gramm Bombe wäre ein bisschen süß. Das sind natürlich Kilo. Ja, moin, moin, große Reise ist relativ. Geht nach Norwegen. €20 für die Reisekasse kommt nochmal von der Nordlicht. Herzlichen Dank. Sie schreibt, schöne Dienstreise. Sicherlich hat er Geld bei Policke gelassen. Wer ist denn Policke? Oder Policke? Daher ein Beitrag für die Mädels, die nicht mitfahren können.
Ach, guck mal, wer da ist, Mensch. Vanessa und Florian, ihr seid schon in Hamburg, Mensch. Moin, ihr Lieben. Ja, Grüß dich. grüßt ihr euch. Ja, Vanessa und Florian gehen morgen mit auf die AIDA Prima. Habt ihr gesehen, dass ich live bin und dachtet euch, bei dem Wetter können wir noch mal eine kleine Tour mit der Fähre machen? Ja. Schön, dass ihr vorbeigekommen seid. Ihr seid ja schon erfahren, was AIDA angeht, ne? Ja, so ein bisschen. Dann könnt ihr mich ja als Noob morgen dann... Wie viel hast du Check-in? ich habe Check-in zwischen 13 und 14 Uhr. Okay, Ja? wir haben um 10 Uhr. Wir 10 sind Uhr schon habt an ihr. Bord. Ja, ich dachte mir ausschlafen. Ich bin ja noch auf die dumme Idee gekommen, heute Abend noch diesen Erdbeermond mir anzugucken. Naja, was heißt dumme Idee? Das ist ja ganz schön anzuschauen eigentlich. Ja, ich kann ja ausschlafen. Also ich muss ja erst, guck mal, wir fahren, lass es eine halbe Stunde sein. Na, morgen früh noch Koffer packen, Technik zusammenpacken und dann kann ich ja locker bis 10 schlafen. Ja. Wir kriegen wahrscheinlich trotzdem kein Auge zu, auch wenn wir schon Erfahrung haben. Sieh jetzt mal. Seid ihr aufgeregt? Ja, Ja. und wie? Cool. Aber es ist doch auch schön, wenn man ein bisschen aufgeregt ist, oder? Ich meine, es wäre doch, mal ganz ehrlich, auch hier, liebe Zuschauer im Chat, es wäre doch doof, wenn man so eine Reise macht und dann irgendwie nicht aufgeregt ist. Also ich würde es auch ein bisschen schade finden, wenn man da irgendwie so abstumpft. Ne? Also es soll ja auch ein bisschen was Besonderes sein. Ja, wir warten jetzt hier noch auf die MSC. Mal gucken, ob die Europa sich auch noch bewegt. Also ich wollte eigentlich hier so ein Stündchen Teststream machen. Das ist das kleine Equipment. Kann man an Deck oben ganz gut ein Stativ aufbauen? Irgendwie vorne so, dass man so ein bisschen nach vorne raus filmen kann? Ja, ganz vorne raus ist Warte mal, ich muss mal das Mikro halten. Ganz vorne raus ist ein bisschen schwierig auf der Prima, weil ganz vorne raus oben ist das Patio-Deck. Okay, Bist du nach vorne so ein bisschen eingeschränkt, ja. okay. Weil Aber da- so schräg vorne irgendwie so. Ja, so schräg seitlich. vorne, das geht schon, ja. Okay. Ja, werde ich mir mal angucken. Also ich habe ja 2 Optionen. Ich habe einmal die Möglichkeit mit dem Handy. Das ist natürlich schön, wenn man dann ein bisschen rumlaufen kann. Und ich dachte mir, vielleicht gibt es mal so Situationen, wenn man mal ein tolles Licht hat, irgendwo durch die Fjorde fährt, dann wäre das natürlich schon schön, wenn man ein bisschen tolle Qualität hat. Ne? Aber ansonsten denke ich, werde ich sehr viel mit dem Handy machen. Ja. Katrin, nein, ich habe keine Kabine auf dem Patio-Deck. Mirko schickt einen Anteil für einen Rettungsring. Mirko, danke dir. Danke. Und Florian ist jetzt auch auf dem Fischmarkt dabei. Die wievielte Reise ist das von euch? Die 3. Nee, Dark Chris, ich filme bestimmt nicht das Auslaufen von der Brücke. Ich will ja keine Aufmerksamkeit erregen. Friedhelm, ganz lieben Dank für die Grüße. Er wünscht auch eine schöne Kreuzfahrt. Danke für 15 Monate. So, da soll jetzt gleich eine MSC rauskommen. Schlepper sind schon da. Aber man kann doch, guck mal, Katrin schreibt das gerade, man kann doch auch bei der Prima ganz vorne, da ist doch dieses, wie nennt man das, dieser überdachte Bereich Vorne am am Bug. Bug, ne? Ja. Quasi über dem, Ja, da ist immer sehr viel los. Also du musst halt gucken, dass du da rechtzeitig breit machst, damit du dann Platz bekommst. Stimmt, das würde auch Ja, gehen. das stimmt. muss ich mir irgendwie ein Presseschild mitnehmen. Ja. So eine Jacke. Frauke möchte wissen, wie viele Livestreams ich geplant habe. Frauke, ich habe das nicht zahlenmäßig geplant, aber ich denke mal, schön ist so Einlaufen, Auslaufen. Das könnten ganz nette Streams sein. Und ja, ich werde natürlich auch an Land gehen, dann vielleicht mal von Land ein bisschen was. Also nicht, wenn ich morgens aufstehe und dusche. Nein, das muss nicht sein. Jetzt scheiden ganz viele enttäuscht ab. Zup. Alle raus. Ja. Ja. Aber ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, ich will das alles so ein bisschen auf mich zukommen lassen. Also ihr habt ja sicherlich alle unsere
tolle WhatsApp-Benachrichtigung abonniert und da gibt es dann immer eine Nachricht, wenn ich live gehe. Ich weiß nicht, wie weit im Voraus ich die Streams ankündigen kann. Ne? Ob ich das schon... Okay, die Anlauf- und Auslaufzeiten, die stehen ja mehr oder weniger fest. Ne? Die sind ja zum Glück auch teilweise so zwischen 8 und 11 Uhr meistens. Ne? Aber man muss dazu sagen, dass der spannende Teil ja meistens dann schon weit vorher kommt manchmal. Ne? Also Ja. Geiranger Fjord zum Beispiel. Geiranger Fjord und wenn man dann ein bisschen Sonnenaufgang haben will, dann steht man um 5 Uhr da. Also stellt euch schon mal den Wecker. Tony, thanks for 5 gifted memberships. Anja möchte, dass ich dann meine Kabine zeige. Das muss ich dann ja quasi direkt morgen machen, wenn sie noch aufgeräumt ist, oder? Aber vielleicht packe ich auch ein paar Fotos auf Instagram. Also ihr könnt uns ja auch auf Instagram folgen, Hamburg Hafen Live. Und ich denke mal, da werde ich auch das ein oder andere Foto dann hochladen. Ich denke auch mal, dass ich ein bisschen was mit dem Fabian zusammen mache. Der hat sicherlich ganz viele Infos. Ich glaube, das ist ein guter Gesprächspartner, der auch ein bisschen was erzählen kann. Na, das schauen wir einfach mal. Einfach überraschen lassen. Ja, eben. Einfach überraschen lassen. Ne? Johann schreibt, es ist noch eine Kabine frei, die kann man jetzt noch buchen. Auf geht's. Ja, wer ist spontan von euch? Wer ist spontan? So, was ist denn hier mit der MSC? Ja, Frühstücksstream schreibt Yasi. Also ich halte ehrlich gesagt nichts von irgendwie Essensstreams und oder Buffet abfilmen und solche. Nee, das sollen die Kreuzfahrttester machen. Ja, die machen irgendwelche Essenstests und so. Ich bin auch gar nicht so der große Kulinariker. Also ich bin jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie stundenlang in Restaurants sitze. Ich bin eher so schnell was zu essen holen, ne? Genau. Weiter geht's. Ja, So sind wir auch. eine schöne Wurst auf die Hand. Richtig. Ne? Currywurst gibt's. Das muss ich dir empfehlen. Currywurst, Ja, scharfe Ecke. Ja, scharfe Ecke. abends. Bis 1 Uhr nachts gibt's da Currywurst. Oh, bis 1 Uhr nachts Ja, Currywurst. Oh, das ist super. Das klingt gut. Guido, danke für einen Plüschelch, schickt er 2,49. Und der Feuerwehrspotter fragt, ob ich einen Rundgang geplant habe. Nee. Also, Leute, das gibt es tausendfach im Internet. Ja? Schiffsrundgänge und so weiter. Und ihr dürft ja nicht vergessen, ich will Livestreamen. Im Schiff, je weiter man ins Schiff reinkommt, wird es immer schwieriger mit dem Empfang vom Mobilfunknetz. Das wird wahrscheinlich außen teilweise noch gehen. Wie gut das Starlink an Bord ist, werden wir sehen. Ich glaube nicht, dass es zum Streamen ausreicht. Also könnt ihr eigentlich davon ausgehen, dass es im Schiff eher weniger Streams geben wird, sondern eher dann so in den Außenbereichen. Christian schreibt, wenn alles klappt, ist er am 19.06. im Geiranger Fjord live vor Ort. Christian, das wäre ja cool. Das wäre ja cool. Und danke für 25 Monate. Und Ralle schickt auch nochmal 2 Euro Superchat. Danke, Ralle. Ach, guck mal, hier kommt nochmal unser A380 auf dem Wasser. Ich weiß gar nicht, ob Brigitte morgen am Start ist und pfeifen wird. Ich würde es mir natürlich wünschen. Es wäre mir eine Ehre. Lässt sie sich bestimmt nicht entgehen. Das hoffe ich doch. Und dann, ich möchte mal wissen, wie sehr man das auf dem Schiff hört.
Ist wahrscheinlich ein bisschen vom Wind abhängig. Das auch. Ja. Die Gerda kommt da hinten übrigens. Habt ihr mal einen Blick aufs AIS geschmissen, ob sich bei der MSC was tut? Pfeifverbot, wo kommen wir denn da hin? Wenn ich AIDA fahre, dann will ich auch ausgepfiffen werden. Wo seid ihr im Hotel? B&B am Berliner Tor. Ah, B&B. Die sind aber ganz okay, ne? Relativ günstig, aber Für ausreichend. Ja. Normaler Standard. Preis-Leistung ist wirklich gut. Ja. MSC liegt noch und die Ermitage müsste da hinten kommen. Ja, ich muss noch ein bisschen auf die Uhrzeit gucken. Wenn ich das mit dem Mond noch machen will, dann müsste ich hier wahrscheinlich 21:30 Uhr abhauen. Brauche noch einen Moment rüberfahren und dann da wieder aufbauen. Aber dafür müsste auch die Europa da mal verschwinden. Aber die wird ja bis 23 Uhr wohl weg sein. Europa 2 ist es ja, Europa 2. Ralle, danke für 2 Euro. Und auch 2 Euro kommen von Holgi. Obacht, wenn Nearer My God to Thee. Nearer My God to Thee läuft. Okay, den verstehe ich nicht. Vielleicht nach der Reise. Vielleicht nach der Reise. Oder klär mich auf, Holgi. Und da kommen nochmal 5 Schweizer Franken von der Jasmin für die Geschäftsreise. Herzlichen Dank. Nein, Mirko, nix mit Pfeifverbot. Ja, der Feuerwehrspotter meint, ich kann vor Freude heute gar nicht schlafen. Also ich bin tatsächlich auch jemand. Ne? Also wenn du mich jetzt fragst, würde ich sagen, aufgeregt bin ich eigentlich nicht. Aber wenn ich im Bett liege, dann kann ich trotzdem irgendwie nicht schlafen. Weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber bei mir ist das ist immer, egal wo ich hinreise, also schon immer irgendwie, ne? Ich weiß nicht, woran das liegt. Und so eine positive Aufregung, finde ich, gehört da irgendwie dazu. Ja? Wenn es nicht so wäre, dann... Ja, es wäre halt schön, wenn man schlafen könnte und dann fit ist morgens. Aber du, schlafen kann ich an Bord. Es ist ja auch so, wenn ich an Bord gehe, 13 bis 14 Uhr, da kann ich noch 3 Stunden pennen, bis wir auslaufen. Mittagsschläfchen. Genau. Ja. Tom geht im Oktober auf die Nova nach Norwegen. Hat auch bei Fabian gebucht. Tom, danke dir für 5 Euro. Svenny wünscht eine schöne Geschäftsreise und Tanja und mir einen schönen Urlaub. Ja, Tanja hat Urlaub von mir. Svenny, danke für 22 Monate. Ach, Holgi schreibt, das war das letzte Lied auf der Titanic. Okay. Europa 2 soll auch losgehen. Ja, kann natürlich sein, dass die MSC noch wartet, bis die Europa rausgeht. Oder Europa 2. Katrin meint, der erste Weg müsste zum Buffet gehen, Ja, wenn man machen an wir Bord morgen ist. Tatsächlich auch. Macht ihr auch? Ja, wir gehen morgen um 10 an Bord und Ja. frühstücken dann
Ja, ich muss erstmal mein ganzes Gepäck an Bord bringen. Ich habe viel zu viel. Mit wie vielen Koffern reist du? Also ich habe einen ganz normalen Koffer, so einen typischen, den man mit dem Flugzeug immer bis 23 Kilo oder so voll machen darf. Dann werde ich meinen Rucksack haben mit der Technik, eine Tasche fürs Stativ. Ich werde noch einen kleinen Rucksack haben, den ich mitnehme so für Landgang. Und wenn das nicht reicht, muss ich eventuell noch einen kleinen Koffer. Aber da gucken wir morgen, wenn dann alles gepackt ist. Gucken wir, ob da noch irgendwas gemacht werden muss. Nee, Hobson, Tanja kommt leider nicht mit. Es ist natürlich sehr, sehr, sehr schade. Wir fanden das heute auch schon mega traurig, aber wir haben ja 2 Hunde. Und unsere Hündin, die ist halt schon echt alt. Die ist 16 Jahre und die ist zwar so noch fit, aber man merkt ihr das Alter schon an und wir mögen die einfach nicht mehr weggeben. Und die Hunde sind für uns das Ein und Alles. Also wirklich, für die Hunde tun wir alles. Wenn der Hund heute krank werden würde, würde ich morgen nicht an Bord gehen. Und deshalb, ja, haben wir halt gesagt, mache ich das jetzt. Und deshalb ist es auch eine Geschäftsreise. Ja, die Europa 2 hat abgelegt, man sieht es im Hintergrund, die ist schon etwas von der Pier weg. Gerda möchte in den Parkhafen nach Waltershof. Ja, die Europa nehmen wir noch mit und dann denke ich, packe ich ein und dann fahre ich rüber. Dann reicht das hier mit dem Teststream. Wenn wir Glück haben, werden wir morgen beim Auslaufen der MSC Germany entgegenkommen. Ja, habe ich schon gehört. Komplett, ich habe Bilder schon gesehen, die ist in Felixstowe raus, sie ist komplett mit gelben Containern. Also die gleichen wieder im Hafen liegen. Ne? Die wird ja am Samstag hier getauft. Und wenn das alles zeitlich passt, kommen wir der entgegen. Cool. Vielleicht Wie groß ist die denn? 360, glaube ich. Aber es sieht halt toll aus, weil die halt nur gleichfarbige Container hat. Und also, ich weiß nicht, vielleicht treffen wir die sogar in Wedel. Ungefähr. Ja. Geht schon fragt, ob das hier der Bremer Hafen ist. Nein, das ist weder Bremer Hafen, noch ist es der Bremer Hafen. So, guck. Wasserschutzpolizei winkt auch. Die sind auch so ein bisschen bestellt und nicht abgeholt. Die legen jetzt erstmal an. Genau. Geht schon, das ist Hamburg hier. Das ist der Hamburger Hafen. Ja, danke für die Info, dass da auch noch die Callao Express kommt. Aber wie gesagt, also Europa können wir jetzt noch gucken und dann denke ich, werde ich rüber, damit das mit dem Mond funktioniert. Die legen da tatsächlich an. Hey, ich habe keine Drohne heute dabei. Ich bin heute völlig unschuldig.
Jetzt ohne Frotzeln, sagt der Holgi. Habt eine tolle Geschäftsreise. Ich freue mich schon auf die Streams aus Norwegen. Erhol dich auch ein bisschen, auch am Buffet. Liebe Grüße aus Borkholzhausen bei der alten Heimat. Danke für 10 Euro. Und Mike wünscht auch eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Danke für 2 Euro. Ja, die wollen sich verabschieden. Ja. Ja, ich bin echt mal gespannt, wie das Wetter wird. Ich hatte mal geguckt, im Moment ist es gar nicht so schlecht. Ne? Also zumindest erster Hafen ist ja, glaube ich, Flamm. Genau, ja. Spricht man das Flamm auch aus? Das ist ja so ein A mit so einem Kringel da drüber. Ihr Lieben, kann mir jemand Sprachunterricht geben? Flamm, das ist bestimmt Flam, keine Ahnung, irgendwie. Und da sind, glaube ich, aktuell schon 20 Grad Ja. oder so, ne? Ich habe mal alles eingepackt, von Winterjacke bis Sommerklamotten. Flom, schreibt der Chat. Flom. Spricht man das aus? Flom. Flom. Ein betontes O. Flom. Flom. Heinz meint, der Rabattcode hätte nicht funktioniert bei der Fleetfahrt. Heinz, da müssen wir mal nachfragen bei Elas. Die haben, glaube ich, immer ein Ablaufdatum. Das haben die relativ lang gesetzt bei Elas. Das kann natürlich sein, dass der abgelaufen ist. Aber danke für den Hinweis. Wir werden das auf jeden Fall mal checken und uns dann bei dir mit einer Kiezmische revanchieren. Wobei, die haben, glaube ich, immer noch keine Kiezmische an Bord bei Elas. Grüße von Brigitte soll ich euch ausrichten. Habt ihr sie schon mal getroffen? Ja, Ja, ja. klar. In Flamm oder Flom soll es Plüschelche geben. Ja, aber ich bin ganz zufrieden hier mit dem Setup. Das scheint zu funktionieren. Das ist alles überschaubar von der Größe. Und sonst rufe ich bei euch an. Und dann? Da muss Florian tragen helfen. Also für alle, die das nicht mitbekommen haben, warum ich hier gleich weg will, heute ist ja dieser Erdbeermond. Das hat man in allen möglichen Medien gelesen. Wobei gefühlt ist ja alle paar Monate irgendein super Megamond. Und der geht so 23:30 Uhr auf. Dafür muss ich allerdings auf die andere Seite. Ich habe mir überlegt, dass ich da hinten zum Cruise Gate gehe, aufs Dach. Und dann müsste der eigentlich da hinten so am Tollerort zwischen den Kränen aufgehen. Das ist ein super Bild. Ja, das ist halt eine einmalige Sache. Schiffe haben wir halt immer. Ne? Ich sag mal, im Normalfall würde ich jetzt Callao Express, die Hermitage kommt da, würde ich alles abwarten. Aber das will ich mir auf jeden Fall anschauen. Herzlich willkommen an Bord, lieber Brandmeister. Danke für deinen Prime-Sub. 10 Euro Superchat für eine gute Zeit mit vielen tollen Eindrücken von H. Adam. Und Sven Kinder verschenkt 5 Mitgliedschaften. Sven, danke vielmals. Sebastian, ja, das Dach vom Cruise Gate, das ist kostenlos. Und wenn da kein Schiff liegt, darfst du da auch filmen. Wenn da ein Schiff liegt, darfst du nicht filmen. Wobei das wahrscheinlich einen Unterschied macht, ob du da jetzt mit dem Handy mal gerade ein paar Fotos machst oder ob du da ein riesen Stativ aufstellst. Ich schätze mal, da wird dann schon etwas genauer hingeguckt. Aber offiziell ist es halt so, dass du da filmen darfst, wenn kein Schiff liegt und auch keine Veranstaltung unten ist. Also du kannst ja auch das Cruise Gate für Veranstaltungen mieten und dann ist teilweise auch unten der Außenbereich, da stehen dann manchmal so Zelte und so, dann darfst du halt auch nicht filmen. Ne? €10 kommen noch von Rolf Heinrichs.
Für meine Frau eine Flasche Sekko, wenn sie sturmfrei hat. Ja, ist auch so lustig. Tanja hat sich schon voll viel vorgenommen. Die hat schon die ganze Zeit verplant. Wie kommst du dann morgen zum Terminal hin? Tanja bringt mich hin. Päckchen? Ja, mit dem Auto. Wie kommt ihr dahin? Mit der U-Bahn und dann mit der Fähre fahren. Mit der Fähre? Wo 73. liegt die denn an dann? Argentinienbrücke. Argentinienbrücke. Und dann lauft ihr den Rest? Genau, das ist ja Ah, so okay. 1 Kilometer vielleicht noch ungefähr. Wir können aber mal in die andere Richtung schauen. Da kommt die Ermitage. Die könnte sich hier gleich mit der Europa 2 treffen. Also das nehmen wir doch noch mit, oder? Ja, Steinwerder ist nicht so wirklich toll zu erreichen. Ne? Manchmal man sieht sogar manchmal Leute mit Koffern durch den alten Elbtunnel laufen. Hab ich auch schon gesehen, ja. Das ist ganz schön weit dann noch. Da Ne? läuft man Wenn du da schon. rauskommst aus dem alten Elbtunnel. Das erste Mal, also hier waren, wir wussten nicht, wie wir dorthin kommen, waren uns so unsicher, dann sind wir auch gelaufen. Dieser Weg hat sich gezogen. Oh, Kai fragt, ob ich den Mond streame. Ja, Kai, das ist ja die Idee. Also die kam mir vorhin so, nachdem ich hatte auf Instagram ein paar Posts gesehen und dann dachte ich mir, eigentlich könnte man das mal mitnehmen, so einen Mond. Deshalb will ich ja jetzt auch gleich hier abbauen. Die Europa 2 grüßt das zahlungskräftige Klientel beim Augustinum. Das Problem ist halt, hier sehe ich den Mond nicht. Denn hier rechts seht ihr, ne, da ist überall Büsche und so weiter. Und der Mond geht also quasi in Bildrichtung hier rechts auf. Kirsten, gute Nacht. Weiß man gar nicht, ob man nach links oder nach rechts filmen. Ja, ist irgendwie doof mit nur einer Kamera. Ja. Aber gut, es ist auch nur ein Teststream. Es ist nur ein Teststream, genau. Es wurde aber auch Zeit mit dem Wetter. Die letzten Tage, die waren ja echt ganz schön verregnet.
Willkommen an Bord, lieber Starfighter. Ganz herzlichen Dank für deine Mitgliedschaft. Wo stelle ich mich denn eurer Meinung nach morgen am besten hin zum Auslaufen? Ich würde ja gerne ein bisschen nach vorne und ein bisschen zur Seite gucken. Ja, wie gesagt, du musst halt gucken, wo du. Ich würde halt vor allem halt bei Zeit wirklich. Also auslaufen ist ja 17 Uhr geplant. Meinst du, da muss ich da um 16 Uhr stehen? Ja, wirklich. Ja. Echt? Also wenn du wirklich einen guten Platz haben willst, wenn du. Weil die Leute schon bei machen sich Zeit. halt richtig breit mit Stühlen und die Lichter schon ausbreiten. Platz haben. Haltet ihr mir einen Platz frei? Machen wir. Danke. Also ich will schon irgendwie Steuerbord natürlich stehen und so ein bisschen seitlich raus nach vorne. Brigitte meint, ich soll mich an die Nightfly Bar stellen. Vielleicht war es da, wo du lang gehst und dahin ziehst. Das ist da vorne am Flugplatz. Ich werde es sehen morgen. Ich werde es sehen. Aber das am Buch vorne, das findest du wahrscheinlich auch nur mit Fabian oder mit uns zusammen. Weil wenn du nicht weißt, wo das ist, dann findet man das nicht. Ich bin ja schon groß, ich kann ja auch schon fragen. Oder das. Ja. Bananengrade-Bieger, ich fahre mit der AIDA Prima. Oh, guckt euch mal das hier an. Das ist doch wohl auch toll, ne? Kommt. Tja, jetzt fehlt mir natürlich das Weitwinkel. Genau. Einfach mal den Kapitän nach einem Platz auf der Brücke fragen. Oh, Stream hängt. So, jetzt müsste ich wieder da sein. Sorry dafür. Ich glaube, das hängt damit zusammen, wenn ich ein Foto mache und in den Fotomodus gehe. Ja, das hat, wenn ich in den Fotomodus schalte, dann ist kurz der Stream weg. Muss ich noch mal gucken, muss ich dran denken, wenn ich an Bord bin. Das liegt daran, weil ich hier den Bildmischer nicht dazwischen habe. Gut, dass wir hier noch mal einen Teststream machen. Ja, Tom, jetzt die Drohne wäre schön, aber es ist, wie es ist.
Boah, toll. Richtig toll. Ja, ihr Lieben, damit würde ich jetzt auch diesen Teststream hier so langsam beenden. War ganz gut, dass ich das mit dem Foto gerade noch mal festgestellt habe. Da muss ich dran denken. Und wie gesagt, ich packe jetzt gleich ein. Muss dann gleich noch einen Stream erstellen. Ich denke mal, dass der so, der Mond soll irgendwie so 23:15 oder so aufgehen. Je nachdem, wie schnell ich so rüberkomme, wie es mit dem Aufbauen geht und so weiter, so 23:15 schätze ich mal, mache ich dann den Stream mit dem Mond. Der wird wahrscheinlich auch nicht so lange gehen. Ich nehme mal an, irgendwie so halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Also wenn ihr Bock habt, euch den Erdbeermond über Hamburg anzugucken, der geht wahrscheinlich, wenn ich das alles richtig berechnet habe, hinterm Containerterminal Tollerort irgendwo auf. Und ich hoffe, dass wir da ein paar sehr, sehr coole Bilder bekommen. Ja, da kommt auch noch die Callao Express. Ach Mensch, ich finde hier wieder kein Ende. Mit der Callao Express bin ich auch schon gefahren. Eins meiner Schiffe. Aber nutzt nix, nutzt nix. Wir müssen jetzt erstmal gleich in die Pause. Yoshi hier hat noch geschrieben, leider fahren die Fähren am Wochenende nicht rüber nach Steinwerder. Oh ja, das stimmt. Danke Yoshi für 5 € Superchat. Michael Maria, ja, Mond im YouTube-Stream, ganz genau. Also ich will einen Livestream machen von diesem Erdbeermond. Ich hoffe, das klappt alles und funktioniert alles. Aber wie gesagt, jetzt muss ich einpacken und dann rüberfahren. Ich hoffe, dass die A7 jetzt langsam frei ist wieder. Vorhin war die ein bisschen voll. Alles klar, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, wir sehen uns nachher wieder. Falls ihr Lust habt, und ansonsten könnt ihr ja morgen mal reinseppen, ist ein reiner Mondstream, also nur Mond. Lässt sich mit Sicherheit auch gut nachgucken. Ich hoffe, es gibt ein paar richtig coole Bilder, da werde ich auch das große Objektiv mitnehmen. Also, so circa 23:15. Bis später, ihr Lieben.